Dieser Guide ist für alle Leute, die mein Interface 1:1 übernehmen wollen und mit allen Eventualitäten für jegliche Auflösung, für jegliche Situation. Es gibt ein paar Sachen, die wir erklären müssen, aber im Grunde ist es sehr, sehr einfach. Das allererste, was ihr machen solltet, ist, ihr solltet sicherstellen, dass ihr WoW abnutzt zum Add-ons downloaden und nicht den Curse-Client. Wenn ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, dann pausiert das Video. Unten in der Kanalbeschreibung das allererste Video, was dort verlinkt ist. Guckt euch das bitte zuerst an, macht bitte das zuerst und dann hier weiter gucken. Habt ihr es geschafft, dass ihr WoW runtergeladen habt, dann ist die nächste Sache, euer WoW erstmal zu beenden und in euren WoW-Ordner zu gehen. Denn das erste, was wir machen werden, ist in den Retail-Ordner zu gehen und dort eine Kopie von Interface und WTF zu erstellen. Da sind eure Add-ons drin und da sind alle Add-on-Einstellungen drin. Aber auch alle Einstellungen, Weak-Auren und Hotkeys, alles ist dort drin. Das ist ein sehr wichtiger Ordner. Verschiebt ihr am besten irgendwo anders hin, nennt sie um, macht eine Kopie davon und danach löscht ihr diese beiden Ordner und startet ganz kurz WoW kurz einmal neu. Dann legt ihr die nämlich nochmal sauber an. Das ist ein Clean Install. Sobald ihr das gemacht habt, solltet ihr auf meine Homepage gehen, die ist auch unten verlinkt. Und das erste, was ihr macht, ist auf der Homepage auf Interface und Add-ons klicken. Und ihr ladet euch alle Add-ons runter, die hier stehen. Ihr seid gerne aufgefordert dazu, selber nachzulesen, was diese Add-ons machen, um zu sagen, nö, weiß ich nicht, brauche ich nicht. Werkzeug für Lootverteilung in Gilden, ich bin in gar keiner Gilde, ich gehe nicht raiden, dann braucht ihr das nicht. Hier steht überall dazu, was es macht. Aber für das Komplette solltet ihr jedes davon runterladen, die Namen einfach so eintippen auf WoW-Up und dementsprechend das runterladen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr noch ein letztes Add-on runterladen und das ist nämlich Doctorio UI. Das steht hier auch dabei, Doctorio UI. Das auch bitte runterladen. Sobald ihr das gemacht habt, habt ihr auf jeden Fall schon mal die Grundlagen geschaffen. Ihr geht dann online und sobald ihr online seid, habt ihr einen Installer. Der wird automatisch auftauchen. Das ist der hier. Und was ihr dort macht, ist, ihr drückt hier unten auf Continue und immer, wenn er bei einem Add-on angekommen ist, drückt ihr auf Import. Continue, Import. Manchmal möchte der, dass er neu startet. Einfach nur immer weiter auf Continue, Import. Bei Plater weist er euch auf die Seite vom Plater von dem String. Und da kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das ist nämlich dieser String hier. So. Und viele haben hier schon die erste Schwierigkeit. Das ist Vago und die Leute denken, das ist eine Weak-Aura. Das ist keine Weak-Aura, das ist ein Plater. Es gibt hier verschiedene Programme, die von Vago unterstützt werden. Und ihr müsst mal gucken, welche für was es ist. Das ist also für Plater. Ihr drückt hier auf Copy, geht dann hier hin, öffnet euer Plater mit Schrägstrich Plater oder einfach auf das Plater-Symbol klicken, geht hier auf Profile, geht hier auf Import und importiert dort den Text rein. Und dann drückt ihr auf OK, das dauert einen Moment, dann habt ihr dort zumindest Plater schon mal installiert. Das ist wichtig. Sobald ihr bei Plater wart, geht ihr das Ganze mit Omniz, könnt ihr auch machen, einfach installieren, Bigwix installieren, Baginator importieren, Method Rate Tool importieren, Weak Auras, das ist wichtig. Das ist eine Weak Aura, die ist auch und am Ende, ne, Continue, am Ende finishen, restartet euer WoW, ihr reloadet einmal und dann sollte da schon alles perfekt sein. Wichtig nur zu dem Punkt vom Weak Aura, die bitte auch installieren, weil die hat damit zu tun, dass ihr, wenn ihr in einem 20-Mann Mythic Raid seid, aber ihr mehr als 20 Mann im Raid seid. Mich hat das immer gestört, dass dort 25 Leute angezeigt werden. Und die Weak Aura sorgt dafür, dass es erkennt, ob ihr in einem Raid seid, wie die Größe sein sollte und die anderen Gruppen gar nicht einblendet, damit ihr mit Benching arbeiten könnt. Sehr, sehr gut. Hat der Lucky gebaut extra für uns. Die solltet ihr nutzen. Es ist nicht so, dass irgendwas kaputt ist, wenn ihr es nicht nutzt, aber die ist auf jeden Fall Pflicht. Die findet ihr auch in ElfUI immer wieder, wenn ihr auf Escape drückt. ElfUI, Doctorio hier unten. Findet ihr hier zum Beispiel die auch hier. Raid Frame Visibility. Das seht ihr dann dementsprechend auch jedes Mal da. So, dann kann es durchaus vorkommen. Jetzt kommen wir zu Sachen, die passieren können, wenn ihr auf einer anderen Auflösung spielt oder wenn ihr einen Fehler gemacht habt oder wenn ihr aus Versehen ElfUI-Import vorher gehabt habt. Und wir gehen jetzt nach und nach die Sachen durch, die Fragen, die entstehen könnten, weil es gibt immer wieder Fragen, die dabei sein könnten. Erstens, es könnte durchaus sein, dass euer Pointe-Fenster unter dem Details ist. Irgendein Chat ist hier drunter. Was ihr dann macht, ihr geht auf Add-ons, deaktiviert kurz Details, ladet eben nochmal neu
Und dann könnt ihr dieses Fenster rechtsklicken, löschen, rausziehen und dann wieder Details aktivieren. Dann ist das schon mal weg. Die nächste Sache, die ihr eventuell machen müsstet, ist, dass dieser Timer hier, diese Zeit, dass die mitten im Bildschirm ist. Das ist vor allem für die Leute, die einen Breitbildmonitor haben. 1440p nennt sich das, ja. Dafür müsstet ihr, es gibt bald ein Profil, damit das automatisch richtig sein, aber für alle Leute, die noch dieses Widescreen haben, die Auflösung, ihr müsstet eventuell, seht ihr auch hier, dass das nicht ganz bündig ist. Am besten wartet ihr, bis ich ein 1440p Profil auch noch hochlade, aber es stört erstmal nicht und diese Zahl müsstet ihr verschieben. Dafür müsst ihr in Method Rate Tools einfach auf den Button klicken auf der Map oder MR-MRT, dort unter Timer. Da ist der Timer, ich klicke mal drauf, dann ist er weg. Und hier mit Lock könnt ihr den einfach mit der Maus dahin ziehen. Der Grund, warum es da ist normalerweise immer der Timer vom Combat von Details. Den habe ich ausgemacht, um den damit zu ersetzen, weil der von Details ist A zu klein und B zu unzuverlässig manchmal. Das ist erstmal die Option, die ihr braucht, um das einzustellen. Ansonsten kann es durchaus passieren, dass bei einigen das Details nicht so aussieht. Es ist nicht so schön hier drin. Es ist übereinander, überlappt, manchmal aus. Sobald es nicht so aussieht wie hier, so ein bisschen komisch ist, dann drückt auf das Zahnrad von Details, geht hier auf Profile und guckt, dass ihr wirklich das Doctorio-Profil importiert. Da steht dann 1.1.8 oder 1.2 oder wie auch immer, je nach die Version, die steht dahinter. Da dann einmal draufdrücken und dann ist das Details auch vernünftig eingerichtet. Die nächste Sache ist, die oft gefragt wird, wie kann ich die Einstellungen von den Taschen ändern oder wie kann ich aus meiner Bank Gold rausnehmen? Und der Trick hier ist, Alt gedrückt halten. Wenn ihr Alt gedrückt haltet, öffnet sich dadurch eine Art Menü und das ist bei eurer Bank auch. Dann könnt ihr Gold einzahlen, rausnehmen. Zum Beispiel für die Kriegsmeutenbank ist das relevant, das könnt ihr dann machen. Die nächste Frage, die ganz oft gestellt wird, ist zum Beispiel, hey, oh, da ist eine Kiste. Wo ist denn dieses Mikromenü, wo mein Mount und mein Charakter ist? Das finde ich nicht wieder. Wo ist das bei dir? Dafür müsst ihr einfach nur euer Mausrad auf die Mini-App drücken. Mausrad drücken, zack. Dann ist dieses Menü hier. Und das ist ein bisschen ungewohnt. Manche klicken da immer gerne, weil es im Standardinterface hier ist. Gewöhnt euch daran, das ist wirklich, wirklich gut. Wenn ihr aber wirklich da gar keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr es auch wieder aktivieren. Ihr gebt einfach hier oben bei Suche Mikro ein. Und da seht ihr hier die Mikrobar. Die könnt ihr einfach wieder aktivieren, dass sie grün ist. Und dann seht ihr auch hier, zack, da ist sie. Aber nur, wenn die Maus overt. Aber ansonsten einfach das Mausrad eindrücken hier. Und das sollte es auch dementsprechend fixen. Ne? Genau. Und die nächste Sache ist das Tracking. Manche Leute wollen zum Beispiel Kräuterkunde oder Minen, hier die Erzsuche und so aktivieren. Das habe ich selber deaktiviert, weil ich mache damit nichts. Könnt ihr aber auch in demselben Menü einfach hier bei Tracking eingeben. Und dann ist es unter Maps und dann Tracking, Minimap-Buttons hier auch, ist bei mir versteckt. Und sobald ihr das hier, ne, Maps, Minimap-Buttons, Tracking, könnt ihr wieder einschalten. Dann habt ihr hier diesen kleinen Button. Und wenn ihr da drauf drückt, da habt ihr es wieder. Ne? Diesen Tracking-Button könnt ihr aber auch eigentlich aktivieren, indem ihr nur rechte Maustaste auf die Map drückt. Das ist also auch standardmäßig gegeben. Nur falls ihr diesen Button sucht, der ist hier. Ansonsten einfach Rechtsklick drücken, dann habt ihr auch dieses Tracking-Menüs hier. Das nächste ist, wenn die Leute mein Interface übernehmen, dann denken die, oh, meine Hotkeys sind ein bisschen komisch. Irgendwie bei 1 stimmt, so wie ich es hatte vorher, und die anderen stimmen irgendwie nicht. Am besten macht ihr vorher einen Screenshot von der Tastaturbelegung, wie ihr sie hattet. Und dann müsstet ihr einfach nur unter Optionen, Keybinds, also Tastaturbelegung, und dann hier steht hier ElfUI Keybinds. Normalerweise steht da ganz normal WoW Keybinds, ElfUI hat einfach nur ElfUI Keybinds draus gemacht. Das ist also ein Button, der ist auch im Standardinterface da. Den klickt ihr und dann aktiviert ihr damit einen Modus. Solange das da ist, seid ihr in einem Modus. Jetzt müsst ihr aufpassen, ihr dürft nicht mehr wild umherklicken. Weil was das macht, ist, dass ihr jetzt über Mouse-Over eure Tasten vergeben könnt. Beispielsweise möchte ich das hier auf 1, 2, 3 legen. Was du machst, ist, geh mit der Maus drüber, drück dann die 1, bup, da ist die 1, drück dann die 2, bup, da ist die 2, 3, 4, 5. Und das machst du eben mit all deinen Buttons. Das kostet irgendwie 10 Minuten, solltest dich damit auseinandersetzen, aber so vergibt man dann seine Hotkeys neu. Die
Nächste Sache ist, was ihr machen solltet, ist die Weak-Auren, die ich nutze. Solltet ihr, wenn ihr die nutzen wollt, müsst ihr gucken, welche ihr nutzt, manuell importieren. Und das macht ihr auch entweder über meine Homepage. Wenn ihr auf meiner Homepage seid, könnt ihr einfach hier oben auf die Klassen gehen. Zum Beispiel dann ein Retribution Paladin. Und dann seht ihr hier die Weak-Aura. Da klickt ihr drauf, dann kommt ihr zum Importieren. Aber auch in meinem Interface geht das. Hier unter Doctorio UI. Und dann hier seht ihr alle meine Klassen-Weak-Auren. Klickt ihr dann drauf und dann werdet ihr automatisch auf die Seite geführt. Ne? Ob ich jetzt da drauf drücke oder die Seite einfüge, am Ende kommt ihr auf die Seite. Mit beiden Situationen. Das eine ist nur durch Ingame-Shortcut. Die nächste Sache, die ihr machen solltet, ist unbedingt, dass ihr, wenn ihr auf einem Twink seid, unbedingt nochmal das Menü öffnet und auf jedem Char, den ihr habt, das hier nochmal drückt. Es gibt einige globale Einstellungen, die sind nicht mit aktiv. Das stellt zum Beispiel sicher, dass hier die Taschen aus sind und auch die Namensplaketten aus sind. Und wenn ihr auf den Twink einloggt, sind die an. Und dann habt ihr doppelte Taschen. Dann hängt die so links im Bildschirm. Damit löst man das. Einmalig auf alle eure Chars einloggen, nur darauf drücken, das ist ganz schnell, ist es fertig. Das ist auch noch eine Sache. Und die letzte Sache, die wir erwähnen wollen, ist, wenn ich irgendwann mal ein Update haben sollte, dann solltet ihr einfach nur den Installer nochmal komplett drüber laufen lassen. Das ist alles toll. Wenn ihr aber sagt, so nein, ich möchte nicht das alles ändern, weil ich habe schon vieles selber gemacht, habe ein bisschen was verschoben und so, ich will nicht, dass das alles wieder rückgängig gemacht wird, kein Problem, dafür haben wir auch eine Lösung. Wenn ihr A, nicht alles installieren wollt oder B, wenn ihr gar nicht mein Interface nutzt, sondern zum Beispiel nur meine Baginator-Profile haben wollt, weil ihr das so toll findet, aber nichts sonst haben wollt, ihr könnt trotzdem sorglos mein UI installieren und einfach den Installer abbrechen, den hier. Sobald das kommt, einfach sagen, nö, ich will nicht, einfach X, tschuk. Dann geht ihr hier rein auf ElfUI Add-ons und für Leute, die ein vereinzelte Profile haben wollen, einfach hier könnt ihr dann den Baginator-Profil einladen und dann könnt ihr auch wieder ElfUI und mein Profil runterschmeißen. Und euer Interface ist immer noch wie vorher. Und für die Leute, die die Auren haben wollen, jede Season muss ich die Auren updaten leider, weil wir im Raid die nervigen Debuffs filtern. Und dann klickt ihr nur auf diese Filteroption und alles so, wie ihr es eingestellt habt, bleibt und dementsprechend habt ihr dann alles eingerichtet. Dann ist noch etwas wichtig, was normalerweise von WoW nicht deaktiviert wird. Ihr geht hier auf Optionen, dann auf Action Bars, also Aktionsleisten. Und diese Haken solltet ihr alle 4 reinmachen. Das ist wichtig aus 2 Gründen. Erstens, es kann teilweise bei Druiden zu Bugs führen, wenn ihr das nicht aktiviert habt. Und zweitens, wenn ihr zum Beispiel extra Actions-Button habt, könnt ihr die einfach in die Leiste hier unten reinziehen und dann verschwindet es auch als auf der extra Action-Leiste. Das ist nochmal eine Änderung, die gut ist. Damit solltet ihr eigentlich alle Fragen beantwortet haben. Guckt auch mal im Video, ob ihr irgendwas vergessen habt, bevor ihr im Channel eine Frage stellt, weil meistens ist es so, guckt ins Video, da wurde es schon mal erklärt, guckt euch das wirklich aufmerksam an. Aber gerne könnt ihr dann in den Channel kommen, der Twitch-Channel ist unten verlinkt, wir sind täglich live und wenn ihr Fragen habt zum Interface oder zu sonstigen WoW-Sachen, dann sind die meistens auf der Homepage schon beantwortet, über die Videos hier auf YouTube oder einfach wirklich, wenn ich live bin, in den Chat kommen, sagen, hey, pass auf, ich habe eine Frage und wir beantworten das gerne. Viel Spaß.